Gut. Es ist beinahe 12 Uhr und wir waren immer noch nicht in der Stadt. Aber hey, wir haben immerhin total tolle Sachen gemacht. So, ich muss kurz irgendwie mich wieder umziehen. Ich überlege gerade, welche Klamotten ich am besten anziehe, wenn ich mit einer Programmiererin rede. Ob vielleicht Logik wirklich das ist, was ich haben möchte? Ich habe doch hier noch diese Dinge. Ich habe ja noch Enzyklopädie. Ich versuche es mal mit der Fallenzipfelmütze. Das ist dann gleich das auch wieder aus. Das Wahrnehmung? Ah, Wahrnehmung brauche ich bestimmt nicht, wenn ich mich mit dir unterhalten möchte, oder? Ich sehe schon wieder so lustig aus hier. Schmerzensgrenze, Zwielicht. Ja, das brauchen wir bestimmt nicht. Ich nehme mal den Korpsgeist und Schauder. Man weiß ja nie. So, das sind die Empathieschuhe. Die machen Wahrnehmung. Wie viel Wahrnehmung habe ich jetzt? Gesamte Wahrnehmung 2. Achso, weil ich ja die Dinger hier, die... Ja, dann brauche ich auch gar nicht anfangen, hier mit Wahrnehmung mehr rumzufuchteln, oder? Das hat dann wohl wenig Sinn. Wir noch was tun. Visuelles Kalkül, Korpsgeist. Ja, die Ultrabino mit... Ja, ich brauche bestimmt keine Dings, oder? Logik. Ich versuche es mal mit Logik. Logik aufs Maximum zu kriegen. So viel Wahrnehmung habe ich jetzt? -1? Achso, -1 ist der Effekt. Ja, dann gleichen wir das mal aus. Aber Wahrnehmung 3 ist eigentlich auch nicht so toll. Sollte ich bei Gelegenheit auch mal leveln. Beherrschung? Körperapparat, Rhetorik. Reaktionsvermögen, Rhetorik. Ich weiß nicht, oder? Noch die Logikjacke anziehen? Das wird immer schlimmer. Gewandtheit? Warum immer diese Brille Gewandtheit bringt? Elektrochemie, was machen meine aktuellen Handschuhe? Zwielicht. Ich könnte noch das intersoläre Frackhemd anziehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt hier auf maximale Logik zu setzen. Nur weil ich mit einer Programmiererin rede. Vielleicht wäre ja Mechanik und Dings auch besser. Egal, wir probieren es aus. Im Zweifel lade ich einfach ganz fies. So, guten Tag, gute Frau. What is it? Die Frau ist nochmal noch ihre Tastatur gebeugt. Ihr Gesicht wird durch das sanfte Leuchten der suchenden Maschine dings. Ich habe nichts gut gemacht, oder? Hey, sind Sie zufällig die Chefprogrammiererin von Verbal Untethered? Yes. Or no. Not anymore. That project is dead. So tippen ohne Bildschirm könnte ich ja nicht. She doesn't seem surprised to be recognized. Rather sad. Something passes over her face before she straightens her back. Ah ja, sie scheint ja nicht überrascht zu sein, erkannt zu werden, nur traurig. Wer zur Hölle sind Sie? I am Sona Luukkanen-Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. I have over 16 years of programming experience and I'm proficient in both Vox and Orbis languages. Das klingt so fast so ein bisschen, als würde sie sich irgendwie beim Vorstellen so vorstellen. Sie hat 16 Jahre Erfahrung in Programmiersprachen. Wie viele Jahre könnte ich behaupten? 17 Jahre? Aber davon sind nur 2 aktiv. Und ich kann auch mehr Programmiersprachen, aber keine besonders gut, außer vielleicht Python. Vox hat auch Orbis. You're not here to hire me. I don't really know how I can help you. Sie wenden sich für den Computer zu. Did she say over 16 years of experience? She must have started programming when she was still a teenager. Ja, wer nicht? That still doesn't answer what she's doing in an abandoned church. Haben Sie den Krabbenmann gesehen? No. Also Sie wissen, dass er sich herumtreibt, oder? Yes. Er hat aber Sie gesehen. And Der Krabbenmann hat Sie gesehen. I don't care. I don't care about crabmen. Krabbenmann ist mega. Sie hebt kaum ihren Blick, während sie am Drucker der Maschine herumtüftet. Sie ist ganz schön fokussiert dafür, dass sie halt echt viel Zeit damit verbracht hat, irgendwie riesengroße Computer durch die Gegend zu lucken. Warum sind denn so viele Geräte? I brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. Meine Maschinen, nicht anfassen. Warum benötigen Sie eine Antenne? I use the AR1 as my RAIN Prefect processing unit. Was? RAIN Prefect. My radio computer. Und diese Antenne ist der Prozessor? Yes? You really don't know anything about radio computers, do you? Sie hat aufgehört zu arbeiten. Doch, ich bin ein Meister der Schaltkreise, ich weiß alles. Ich weiß ein wenig darüber. Alright. Well, all radio computers perform operations up on air. So in order to gain more processing power, you need to invest in a good antenna. Warte, die Funkcomputer führen Rechenoperationen in Funkwellen im Äther aus? Also der Computer selbst tut gar nichts, sondern er funkt einfach nur? Und was bedeutet Äther? On the front, the unified front of radio waves, licensed and controlled by Lintel in the East Inselindic region. Lintel. It's all around us.
That's what on air means. Im Äther klingt irgendwie besser. Like love. Wie die Liebe? What? Und die Eier, ist das eine gute I Antenne? guess it is. So far I've been quite satisfied with it. Martinez is an unstable region with bad coverage and the operation has been surprisingly stable. Ich hält kurz inne. Also Martinez ist eine instabile Region, bis jetzt läuft also. Warum ist der Martinez eine instabile Region? But it's not the cheapest one on the market. So I wouldn't recommend it for your regular red tape operations. Fraser 1000 is a foolproof line for civilians. Ach, schön, dass sie mir direkt noch verkaufst. Mit einer Fraser 1000 kann der normal Otto auch nichts falsch machen. Anyway, you should do some research before you decide to buy anything. Ask around, compare the prices. There are many milieus dedicated to that sort of thing. Milieus, ah ja. She liked telling me this. It calmed her nerves. Das hat ihre Nerven beruhigt, mir das zu erzählen. Was machen Sie mit Ihrem Funkcomputer? I'm working. Ah ja. The machine seems almost alien with its pulsing core. The light casting her face in a strange shadow. Steht bitte, wie man eine Antenne andrehen? Nicht so wirklich, ich glaube, sie hat doch gar keine. Woran arbeiten Sie? Could you just shh for a moment? Or get to the point. I really need to focus on something. Gut, ich muss mich mal... Ja, das ist ja eine polizeiliche Befragung, meine gute Frau. It's not just rudeness. It really is hard to concentrate on whatever she needs to do. And you're not helping. Ja, ist ja schön und gut, die könnte sich auch mir zuwenden. Was hat's mit den Wasserbehältern da mit hinten auf sich? They are connected to my RAIN prefect. Whatever you do, just please don't move them, okay? Thanks. Nicht... Ja gut, sie misst damit ja das Feld aus, das wussten wir ja schon. Short and terse. There you have it. Whatever she's using them for, they're hers. Ich will trotzdem noch fragen. Great. Was machen Sie ausgerechnet in einer verlassenen Kirche? You really like those questions, don't you? In Ihren müden Augen ist ein Hauch von Erheiterung zu erkennen. Sie besetzen hier einen öffentlichen Raum. Ich muss wissen, was Sie hier machen. Ihre Nachbarn haben sich beschwert. Ich bin ein Polizist. Fragen stellen gehört zu meinem Beruf. I'm conducting scientific research here. You can't throw me out. Sie können mich nicht rauswerfen, wie Sie selbstbewusst. Was erforschen Sie I'm denn? looking for the location of a 2mm hole in the world. Sie suchen den genauen Position eines 2 mm großen Lochs in der Welt. Ah ja, davon haben wir schon gehört. Wait, what? Was? Hey, Logik! She's looking for a disruption in the radio waves. That's what her personal log said. Was hat's mit... Ja, eine Störung der The Funkwelle. lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. Der Lieutenant hebt die Augen. Hat das Loch was mit dem Datenfluss in Ihrem Protokoll zu tun? Yes, that's what led me here. But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Sie starrt auf die polierte Antenne auf dem Tisch neben sich. Sie ist poliert? Ach, das Ding da. Ein Loch in der Welt, was bedeutet das genau? Exactly. What does it mean? Up to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure nothing. Sie wirkt verzweifelt, als sie dich mit ihren schimmernden Augen anblickt. Ja, vor allen Dingen wäre es ziemlich, obwohl das Grau ist hier ziemlich stabil, dass wenn die Kirche darum gebaut wurde, um das Stück, denn ist das klitzekleine Fitzelchen Grau hier schon seit Ewigkeiten und das ist da wahrscheinlich weniger. Sind wir nicht genau in der Mitte von der Insula? Was ist, wenn die Isolas donutförmig sind? What do you think it is? What qualities does nothing have? How do you measure something that does not exist? Plötzlich wirkt sie vollkommen das Gespräch vertieft und wartet auf seine Antwort. Easy. You measure it by the world around it. Man müsste es an... Ah, gut, das war Logik 9. Ein Blog, heißt das, dass man nun in einer Welt leben, die Löcher hat? Man müsste, indem man die Daten zur Umgebung sammelt, zu dem, was existiert. Ich verstehe nicht mehr, warum wir über was reden, das nicht existiert, und nun wollen wir auch noch messen. Ich weiß es nicht, bin ich wegen irgendwelcher Wissenschaft hier, ich will bloß einen Mord aufklären, dann kann ich wieder nach Hause. Ja, Daten der Umgebung. Exactly. Very true. That's what I've been aiming for. That's why I have those basins. I've tried using hydrotransducers to record the silence. To find out where it begins. Sind Wassersensoren für den Ursprung. Hydrotransducers. So that's what those water basins are. Devices for recording sound through water. Ja, Geräusche über Wasser aufnehmen. Ja, da wo die Stille am größten ist, ne? But honestly, it's not progressing very well. Sie verstummt und blickt auf den Kreis aus Wasserbehältern, aufgestellt wie zu einem archaischen Ritual. Das haben Sie eine Ahnung, wo sich das Loch befinden könnte? Somewhere underneath those roof beams, I assume. Sie blickt hinauf und versucht mit den Augen die stockfinste Dunkelheit zu durchdringen. Ohne Erfolg. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the dark. Most of the tower disappearing into the shade. Der Großteil verschwindet im Dunkeln. Strange things may flourish in the dark. Eigenartige Dinge können im Dunkeln erscheinen. Warum There's dort? this place at the back of the church. A place where all audible vibrations seem to decease. I've named it the Swallow.
And the higher you go, the less you record. Ja, die Stelle hinten in der Kirche, wo man nichts mehr hört, ist uns auch schon The aufgefallen. Pillar of Silence? Are you sure it's not just an architectural quirk? Architektonische Besonderheit, wie auch immer das funktionieren soll. Maybe, but it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that led me to this place. Ja, da oben lebt übrigens der I Krabbenmann. know. Meinen Sie nicht, der Krabbenmann könnte für alles verantwortlich sein? No, I don't. Ah, She schön. sounds mildly annoyed by this line of questioning. Her hands typing hundreds of commands into the machine. Du siehst also nur am Tippen. Oh, sie hat ganz schön viele Tattoos, oder? Oder sind das ihre Socken? Sie erwähnt, dass ihre Forschung nicht so gut läuft. Wieso? Because it's just trial and error. Trying to locate the swallow, the exact point in space. Könntest du nicht einfach Wasser drüber werfen und gucken, wo das Wasser verschwindet? And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. Dir fehlt ja was. Das ist alles, was ich über das unheimliche 2 mm große Loch in der Welt wissen wollte. Fürs Erste. Great. Thanks. Wegen des The Lochs. swallow, you mean? What about it? Great. Thanks. Nordische Tanzmusik. What? I hate it. Ah, Sie kennen sie aber, das ist ja I schön. bet she hasn't even heard it. Haben Sie überhaupt wie gehört? Also wirklich gehört? Wie alt sind Sie? 40? Das ist die Zukunft der Dance-Musik. Geht mir ähnlich. Sie berührt mich nicht. Tipps aus dein Herz. Jedenfalls nicht so wie Disco. Haben Sie überhaupt Musik jemals gehört? Yeah. Like all the time. My tent neighbors don't really ease up with their partying, do they? Sie schneidet eine unmissverständliche... Also ihre Zeltnachbarn hören nicht auf zu feiern, sagt sie. Maybe I'd have to be on drugs to get it, but to a sober mind it just sounds like uninspired rug whipping. No idea what it has to do with either dancing or music. Ah ja, es hört sich aus wie einfallsloses Teppichgehaue. Was halten Sie von einem Club für nordische Tanzmusik? This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a nightclub they want to build here. Was? Sie wollen keinen Nightclub aufbauen? Was dann? Take a guess, why don't you? Ich habe gehört, dass Sie auch planen, ein Drogenlabor einzurichten. Ein Jugendzentrum wäre toll. Ein Streichelzoo, ein Ort für Tiere. Vielleicht ein Gemeinschaftszentrum für Senioren. Ich bin mir noch nicht sicher, dass Sie Sie haben erzählt, das wäre Ihr Traum. Ja, ich habe gehört, dass Sie auch planen, ein Drogenlabor zu errichten. Bingo! That's exactly what they're up to. Gut, dass sie das auch weiß. Wonderful. Schlüssellieutenant, während er die verzierten Säulen die spektakuläre Architektur der Kirche bewundert. Ah, das wussten wir doch schon mit dem Drogenlabor. Now this house of worship is also going to be a drug lab. Always something fascinating happening in tents. In Zelten passieren immer tolle Sachen. Sie wollten hier nur die aktive Jugendkultur fördern. Daran ist nichts aus. Im Bewusstsein veränderte Substanzen sind ein wesentlicher Bestand der anodischen Clubszene. Sie schweißen die Gemeinschaft zusammen. Du sagst nix? So that's settled. Great. No nightclubs in the church then. Na gut, ich lasse ihn in Ruhe weiterarbeiten. Kommen wir hier echt nicht weiter? Ich hätte irgendwie gehofft, wir können hier irgendwie noch irgendwas tun. Die Kugel da oben sieht irgendwie verdächtig aus wie eine Disco-Kugel. Außerdem bewegt sie sich leicht. Naja, gut. Wir sollten auf jeden Fall... Habe ich nicht sowieso immer die ganze Zeit auf, die komische Buchprüferbrille? Und das Ding. Tja, dann haben wir jetzt gerade auszusehen, wie das... Tja, das ist jetzt irgendwie schwierig, oder? Erzähl noch, wie soll man über einen Nachtclub denkt. Tja, werde reich. Doc und Megamix, rede mit Klaas, hier noch nächstes Mal, sogar Efrat. Achso, das war eine leichte Promenade. Rufe die Stadtbücherei von Jamrock an. Oh, warte mal. Das machen wir sofort, bevor ich das wieder vergesse. Sonst vergesse ich das halt, wenn ich jetzt nicht die Stadtbücherei anrufe. Weil die macht mich 18 Uhr zu und so wie ich mich kenne, renne ich jetzt 1000-mal hin und her und machen welche anderen Sachen. Oh, das Wetter ist besser geworden. Kommen wir hier direkt durch? Nee, ich muss leider rumrennen. Es ist zumindest nicht ganz so deprimierend, wenn es taghell ist. Am Morgen war es irgendwie schlimmer. Also richtig faszinierend war die Unterhaltung mit Sonne auch nicht. Außer, dass wir jetzt wissen, dass es anscheinend um die Kirche herum ein winzig kleines Stück Ferngrau gibt. So wie es scheint. Wie auch immer das funktioniert, aber die Welt scheint ja ansonsten keine Löcher zu haben. Oder zumindest nicht so viele, sonst wäre es den Leuten ja aufgefallen. Wie auch immer die Leute das hier gefunden haben. Oder uns das irgendwas über den Ursprung der Isola sagt. Was siehst du doch eigentlich wohl mit Joyce geredet, dass wir in der Mitte sind, oder nicht? Dass wir so weit möglich von Grau wechseln, wie es nur geht. Wie weit ist denn hier eigentlich mein, südliche Motorstraße? Die braucht noch ein bisschen. Wer seid ihr denn?
Warum sind denn jetzt da Punks am Auto? The dented yellow mailbox greets you with its graffito, bullet holes, and an RCM sticker. Ich wusste, dass uns der Briefkasten noch zu was nützlich sein würde. Yes, for sending mail. Du steckst den Ball vom Briefkasten You ein. drop the white envelope in the darkness. It lands with a soft thud on what sounds like a couple of letters. About a week's worth of mail as collected in there. They'll empty this very soon. Er wird sich bald lernen. Probably did the right thing. You can't trust that slug, Everard. You know he's going to play you somehow. Er wird mich auf jeden Fall reinlegen. Right, let's go back to Everard. If we don't mention anything to him, he won't know before it's too late. Ja, fick dich, Briefkasten. Nein, auf keinen Fall. Der gute Briefkasten jetzt. Was? Fuck the world? Ja, ich ignoriere die jetzt einfach. Ich will in der Bücherei anrufen. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and This is Precinct 57. How may I? Still no word, I'm afraid, sir. Hold on. I've got Central Jamrock Public Library on the line, and I've already introduced you to their librarian. Connecting the call in 2, 1. Also er weiß, mit wem er verbunden ist, die Stadtbücherei Jamrock. Yes, this is Central Jamrock Public Library here. Natürlich How ist es can I ein Buch. help you, officer? Guten Tag, ich habe hier eine he Bibliothekskarte. sounds worried, yet ready to assist. This is how people get when the police call. Klingt so, wie die Leute reagieren, wenn die Polizei anruft. Ich brauche lediglich Informationen über ein Büchereimitglied namens Billy Magine geben können. Billy Majon, you said. Give me a moment, I'll have to check our database. Er muss in die Datenbank gucken, na toll. On Moreau Drive in central Jamrock, in a darkened hall lit by orange desk lamps, far away from the noise outside, a middle-aged man taps commands into an old radio computer. A printout falls on the desk. Behind him, a lonely reader scours some dusty bookshelves, looking for a paperback. Ein einsamer Bibliothekar tippt Befehle in einen alten Funkcomputer. Hinter ihm stöbert ein einsamer Leser in staubigen Bücherregal und versucht nach einem Taschenbuch. Yes, hello, are you still there? I found Billy Majon's home address, is that alright? No phone number, unfortunately. Du hörst, wie er mit dem Ausdruck spielt. They're too poor to have a phone line. Nicht genug Geld für einen Telefonanschluss. Ja, die Privatadresse wäre hilfreich. Ich bin nicht so gut mit Adressen. Here we go, sir. Rue de Saint-Gilles Lane, 33B, apartment number 20. It's in Martinez, I believe. Capeside Apartments, it says. That's all. Das ist hier. Capeside, ja, da That's where the smoker on the balcony lives, isn't it? wohnt dort nicht einfach der Raucher auf dem Balkon. Haben Sie noch irgendwelche anderen Informationen zu ihm? It says here that they returned their last book just a few days ago, but I wasn't at work that day. Wer hat an den Tag gearbeitet? Marie? Marie? Do you remember a reader named Billy Majon? They returned a Tybalt book the other day. Er hält in der Hand von der Hörer und ruft in der hinten liegenden Raum. Du hörst, wie man von weiter weg antwortet. Maurice, what? A woman yells. Then, yes, okay. If it was the police, she starts explaining something. Haha, Wahrnehmung. Yes, it was my colleague Marie. She said that it was Billy's husband who returned the book. He also asked for this new sci-fi release, Lowe's Radio City 87. But we don't have it yet. Na gut zu wissen, dass sie nach irgendeinem Buch noch gefragt haben. Good. You have a name now. Billy Magine ist eine Frau und kein Mann. Woher wusste Ihr Kollegen, dass es sich um ihren Mann handelt? Marie knows Billy. She's been working here longer than me. Sometimes her husband returns some books for her. Es klingt jetzt nicht nach die Art von Typ, der sich besäuft und dann runterfällt, oder? And then goes for a little drink later. On the lookout. Oder auch so. Wissen Sie, wie der Mann hieß? Sorry, no. Marie only knows him by sight. Kann sie ihn beschreiben? Marie? Ein Augenblick She verstreicht. said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink or two the last time she saw him. Und der war angetrunken. Wie war er gekleidet? One second. Der Bibliothekar wendet sich wieder vom Telefon ab und leitet die Frage weiter. Sorry, Marie wasn't really paying any attention to that. Das war alles, danke. Happy we could help. Goodbye, officer. Der Bibliothekar legt auf und das Gespräch wird mit einem sanften Klicken wieder zum Revier umgeleitet. Anything else you need from me? Nein, danke, ich bin mit dem Gerät fertig. Tschüss. 57, over and out. In the cabin, you see a set of steering levers. Ja, nee. Dann haben wir ja angerufen, dann müssen wir jetzt nur noch da nachprüfen und mit diesen Leuten anscheinend auch noch reden. Alles beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Disco Elysium.